Zwingen uns äußere Umstände demnächst dazu, unseren Heimatplaneten zu verlassen? Immer wieder gibt es Warnungen, dass der Klimawandel die Erde schon bald unbewohnbar machen könnte. Fest steht jedenfalls, spätestens in 5 Milliarden Jahren wird die Sonne das gesamte Leben auf der Erde auslöschen. Und so tüfteln Forschungsteams weltweit an Ideen, den Menschen eine neue Heimat zu schaffen. Statt den Mars zu besiedeln, könnte man aber auch dem gesamten Planeten Erde einen neuen Platz im Universum organisieren. Doch wie genau könnten wir die Erde verschieben und so das Überleben der Menschheit sichern? Ein schottischer Raumfahrtexperte hat dazu eine Vision entwickelt. Klicks um Science Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. 1, 2, 3. Herzlich willkommen. Jetzt haben wir fast schon die Halbzeit erreicht, denn die Entstehung der Sonne liegt 4,6 Milliarden Jahre zurück. Und noch rund 6 Milliarden Jahre lang wird sie wohl wie ein normaler Stern brennen. Um 40% heller ist die Sonne nun schon seit ihrer Entstehung geworden. Und klar ist, umso heller sie wird, desto wärmer wird auch die Erde. Schätzungen zufolge wird die Erde in 1,1 Milliarden Jahren so warm sein, dass auf ihr nur noch Wüsten bestehen können. Denn zu dieser Zeit wird die Sonne noch einmal 10% heller sein, als es derzeit der Fall ist. Der Wasserstoff im Kern der Sonne wird immer weiter aufgebraucht und sorgt so dafür, dass in etwa 3,5 Milliarden Jahren sogar die Meere auf der Erde verdampfen werden. In 6,3 Milliarden Jahren wird der Wasserstoff dann komplett aufgebraucht sein und die Fusion kommt zum Erliegen. Der Überdruck im Kern sinkt, die Hülle wird durch die Gravitation nach innen gezogen. Der Wasserstoff, der noch in der Hülle vorhanden ist, erhitzt sich, sodass auch hier eine Kernfusion zündet. Es werden unvorstellbare Mengen an Energie frei, die auch die äußeren Schichten erhitzen. Die Sonne dehnt sich aus. Innerhalb der darauf folgenden 1,3 Milliarden Jahre wird sie auf das 100 bis 150-fache ihrer jetzigen Größe anwachsen. Höchstwahrscheinlich wird die Sonne dabei auch die Erde verschlingen. Doch nicht nur dieses Szenario lässt Forschungsteams weltweit Überlegungen anstellen, wie sich das Überleben der Menschheit sichern lässt. Auch die globale Klimakrise könnte dafür sorgen, dass unser Heimatplanet in Zukunft nicht mehr bewohnbar ist. Der Raumfahrtexperte Matteo Ceriotti von der University Glasgow hat jetzt einen frei verfügbaren Aufsatz im Netz veröffentlicht, in dem er Überlegungen anstellt, wie die Erde vielleicht doch noch zu retten ist. Demnach könnten wir einer drohenden Apokalypse entgehen, indem wir die Erde in eine andere Umlaufbahn bringen würden. Diese müsste 50% weiter von der Sonne entfernt sein als die des Mars. Das hätte den großen Vorteil, dass wir unseren Heimatplaneten gar nicht verlassen müssten, anders als es beispielsweise bei einer Marsbesiedlung der Fall wäre. Laut Matteo Ceriotti wäre diese Idee technisch gesehen sogar umsetzbar. Der Experte bringt dafür elektrische Triebwerke ins Gespräch. Er vergleicht dies mit dem Start einer Rakete, die die Erde verlässt. Durch die Triebkraft wird die Erde jedes Mal minimal in die entgegengesetzte Richtung verschoben, vergleichbar mit dem Rückstoß einer Waffe. Doch Ceriotti sagt auch, dass mehrere Milliarden Raketen für diesen Plan gleichzeitig abgehen müssten. Erst durch den Start von 300 Milliarden Falcon Heavy von SpaceX könnte die Erde tatsächlich signifikant verschoben werden. Der Planet würde so die Umlaufbahn des Mars erreichen. Eine andere Idee wäre es, eine Art Triebwerk an die Erdatmosphäre zu installieren. Ein Ionenantrieb, also ein stromgeladener Partikel, würde die Erde langsam aber sicher in einen anderen Orbit bringen. Dieses Megatriebwerk müsste Ceriotti zufolge etwa 1000 Kilometer über dem Meeresspiegel angebracht werden und fest mit der Erde verbunden werden, um die Schubkraft zu übertragen. Doch auch hier gibt es Schwierigkeiten, denn um 87% der Erde zu bewegen, müssten wir das Äquivalent von 13% der Erdmasse in Ionenform ausstoßen. Wie sollte das in der Praxis funktionieren? In seinem Aufsatz schreibt Ceriotti über einen weiteren Ansatz, die Erde innerhalb des Sonnensystems zu bewegen, und zwar durch eine Art Laser. Die Energie für diesen fokussierten Lichtstrahl könnten wir von der Sonne selbst bekommen. Doch das würde viel zu lange dauern. 3 Milliarden Jahre ununterbrochener Nutzung wäre den Berechnungen zufolge nötig, um eine Änderung der Umlaufbahn zu erreichen. Das wäre dann wohl etwas zu spät. Aber könnte vielleicht ein gigantisches Solarsegel Abhilfe schaffen? Ceriotti bezieht sich hier auf eine Studie aus dem Jahr 2002, nachdem solch ein Sonnensegel neben der Erde einen 19-mal größeren Durchmesser haben müsste als die Erde selbst. Ein Umzug durch das Sonnensystem würde dann 1 Milliarde Jahre dauern. Als eine weitere Möglichkeit, die Erde zu verschieben, beschreibt der Experte den Vorgang der Gravitationsschleuder. Schon seit den Voyager-Raumsonden wird diese Technik der sogenannten Swing-by-Manöver genutzt, damit Raumsonden quasi kostenlos Energie tanken können. Die Gravitationskraft der Planeten wird hier genutzt, um Raumsonden zu beschleunigen oder auch abzubremsen. Denn wenn die Sonde als leichter Körper nah an einem vergleichsweise schweren Himmelskörper vorbeifliegt, bekommt sie quasi Energie von ihm. So kann nicht nur die Geschwindigkeit,
sondern auch die Flugrichtung geändert werden. Um die Erde selbst zu bewegen, bräuchte es laut Ceriotti etwas deutlich Größeres als eine Raumsonde. Kometen oder Asteroiden könnten verwendet werden, auch wenn dieser Vorgang dann mehrmals wiederholt werden müsste, um die Erde in einen anderen Orbit zu schieben. Fingerspitzengefühl wäre gefragt, wenn ein kleiner Körper aus seiner Umlaufbahn geschleudert werden muss, um an der Erde vorbeischwingen und ihr so einen großen Impuls verleiht. Schätzungen zufolge wäre 1 Million solcher Vorbeiflüge an Asteroiden notwendig, um die Erde von der Sonne wegzubewegen. Auch dazu hat es bereits 2001 eine Studie gegeben. Tatsächlich kommt Ceriotti zu dem Fazit, dass der Einsatz von mehreren Asteroidschleudern am realistischsten sei, die Erde an einen sicheren Ort zu verschieben. Solch eine Technik und auch der Einsatz eines Solarsegels seien in der Zukunft noch am ehesten in der Praxis umzusetzen. Der Wissenschaftler hofft zudem darauf, dass Licht in der nahen Zukunft weitere Möglichkeiten für einen möglichen Umzug der Erde bieten könnte. Die Entwicklung superstarker Laser-Arrays beispielsweise könnte der Knackpunkt sein, um die Erde mit Hilfe von Licht zu verschieben und den Planeten und das gesamte Leben auf ihm vor der Zerstörung durch die Sonne zu retten. Klimawandel bedroht Küstengebiete, Kampf oder Rückzug. Ja, da beginnt jetzt schon die Umsiedlung. Noch auf unserem Planeten anklicken, anschauen und Klicks zum Nature abonnieren. Wenn ihr euch für Natur und Umwelt interessiert, ist das ein Pflichtabo. Also bis dann, draufklicken und bleibt dran.